Hättest du Lust, ab sofort in der Geschäftsführung von Arbortex mitzuarbeiten? Ja, natürlich, aber ich habe doch überhaupt keine Ahnung, was Oh, das lernst du schnell. Christoph! Henning wird dich einarbeiten. Ich habe mich bei Clarissa mit Entwürfen beworben, die nicht von mir waren. Und das hat sie mitbekommen. Na und? Was kann sie dir schon tun? Sie hat mich in der Hand. 10.000 pro Klausur und 20 für die Hausarbeit. Mark? Mit jedem Bärchen, der in deinem süßen Mund verschwindet, sollst du an mich denken. Anna hätte auch mal beinahe sowas gehabt wie dich. Aber dann... Du brauchst aber nicht traurig zu sein, mein Spatz. Anna hört gleich wieder auf zu weinen. Was machst du denn hier? Ich habe dich von draußen gehört und dachte, sag mal, was ist denn los? Ist was passiert? Anna, du hast doch irgendwas. Was ist denn? Ich kann jetzt nicht. Na, vielleicht kann ich dir helfen. Na komm schon. Wenn du mir helfen willst, dann nimm mal bitte kurz das Baby. Ich muss ins Bad. Moment. Ne? Mein Goldstück. Dann bleibt ja wohl nichts anderes übrig, als mit den Bären und Tante Susanne zu spielen. Was rennst denn du mit so einem Gesicht rum, Henning? Es läuft alles super. Das fragst du auch noch? Sag mal, kapierst du eigentlich nicht, was du getan hast? Ich hab dir dein Studium gerettet, mein Lieber. Du hast dich von Clem austricksen lassen. 10.000 für eine Klausur, 20.000 für eine Hausarbeit. Ach, sei froh, dass ich ihn überhaupt so weit gekriegt habe. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann wäre er sofort zu deinem Prof gerannt und hätte dich verpetzt. Tanja, das sind 50.000 Mark zusammen. Abgesehen davon, dass das der reinste Wucher ist, habe ich eine Gelddruckerei im Keller? Tja, so ein Jura-Examen ist halt eine Investition wert. Und das findet Christoph mit Sicherheit auch. Und wo soll ich das Geld hernehmen? Zum Beispiel von dem Profit aus unserem letzten Geschäft. Sehr witzig. Das Geld ist längst weg investiert. Investiert, ja. Zum Beispiel in Geschenke für deine kleine Freundin. Also was ich mit meinem Geld mache, das ist allein meine Sache. Ach ja, aber wie du zu dem Geld kommst, das ist meine, oder wie? Jedenfalls ist das Geld nicht verfügbar. Sehr gut, reg dich ab. Dann machen wir es halt nochmal. Was meinst du? Wir machen nochmal einen Deal mit den Pferden. Es hat einmal geklappt, warum sollte es nicht ein zweites Mal funktionieren? Sag mal, bist du nicht ganz dicht? Mir hat das eine Mal völlig gereicht. Wenn ich dran denke, kriege ich eine Nervenkrise. Ach, wir müssen uns nur clever genug anstellen. Dann kann uns keiner was. Und ich habe da auch schon eine Idee. Du hast eine Idee. Und dann fließt der Champagner. Und wenn du noch so dagegen bist, ich habe mich entschlossen. Ich fahre nach Koblenz und guck mir diese Verena Walter an. Ich hab dir doch alles erzählt. Clarissa erpresst mich mit dem Selbstmord meiner Verlobten. Wieso glaubst du mir nicht? Ja, weil es total bescheuert klingt. Trotzdem, ich finde es Quatsch, wenn du entwirrst. Wieso? Hast du Angst, dass sie mir was anderes erzählt? Ich verschweige dir nichts. Aber sie wird nicht mit dir reden. Ach, zur Not setze ich mich tagelang vor ihre Tür, bis sie mir alles erzählt. Nicht so laut. Barbara arbeitet oben. Sie hört doch alles mit. Gero, bitte, fahr nicht hin. Die Zeit nach Annettes Selbstmord war schrecklich genug. Warum musst du denn wieder alles aufführen? Weil ich endlich wissen will, was stimmt und was nicht. Weil du mir nicht glaubst. Das ist der Grund. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Deshalb muss ich mit Annettes Schwester sprechen. Erst wenn sie deine Geschichte bestätigt. Es ist nicht meine Geschichte. Es ist die Wahrheit. Erst dann kann ich dir wieder vertrauen. Außerdem wird es höchste Zeit, dass wir was unternehmen. Schon wegen Clarissa. Wieso wegen Clarissa? Was meinst du, wie sie reagiert, wenn sie in Kanada vor dieser Honigfabrik steht und merkt, dass du sie verladen hast? Oh Gott. Clarissa gibt's ja auch noch.
Und ich schwöre dir, sie macht dir das Leben zur Hölle, wenn sie zurückkommt. Ich glaube, ich gebe mir vorher die Kugel. Oder ich fahre nach Koblenz, lass mir alles erzählen und alles klärt sich von allein. Na, aber klar habe ich Lust, Yolanda. Na? Wieder mal im Cyberspace? Das siehst du doch. Was ist? Entschuldige bitte, ich wollte nur lieb zu dir sein. Lass mich bitte lieber in Ruhe, ja? Der Stress heute Nachmittag hat mir gereicht. Ja, meinst du mir nicht? Sind wir uns ja einig? Ach, und mehr hast du dazu nicht zu sagen. Es bringt doch eh nichts. Und du glaubst also, wenn wir lange genug schweigen, wird alles wieder gut, oder wie? Oder willst du gar nicht, dass es wieder gut wird? Ja, hörst du mir überhaupt zu? Klar, hör ich dir zu. Wenn du so weitermachst, kriegst du mit 30 einen Herzinfarkt. Und wenn ich durchs Examen rassel, dann kann ich mich gleich einsagen lassen. Denk einfach an den lieben Herrn Klemm. Dann geht alles wie von selbst. Ich hab dir gesagt, dass ich dafür kein Geld habe. Henning, so noch ein paar Fragen zu Avatex. Vielleicht kannst du mir helfen. Henning ist im Prüfungsstress. Am besten du lässt ihn in Ruhe. Ja, das würde ich ja gerne, aber er weiß am besten Bescheid. Kann das nicht warten? Ich habe nur ein paar Fragen zur Personalstruktur und zur Arbeitsverteilung. Der letzte Plan, der ist schon 2 Jahre alt. Der müsste mal völlig neu überholt werden. Aber doch nicht jetzt. Christoph hat aber gesagt, dass... Ach, Christoph hat gesagt, wenn ich das schon höre. Ich tue nur meinen Job. Ja, sicher, ich habe die doppelte Arbeit. Oder glaubst du, es entlastet mich, wenn ich dir jede Kleinigkeit erklären muss? Ich habe mich um diesen Job nicht gerissen. Das war Christophs Idee. Und du hast dich aufgeopfert, wie rührend. Ich will meine Aufgabe nur zufriedenstellend erledigen, ja? Willkommen auf der Schleimspur, Herr Brandner. Was redest du für einen Blödsinn? Ach, na glaubst du, ich merke nicht, wie karrieregeil du bist? Und dass du alles dafür tust, um in unserem Konzern nach oben zu kommen? Vielen Dank für die freundliche Unterstützung, du Arsch. Was meintest du denn mit, er tut alles dafür? Ach, naja. Dass er Christoph und Clarissa eingewickelt hat, das ist schon schlimm genug. Aber dass er es immer wieder bei Julia probieren muss, das ist echt die Härte. Was probiert Jan bei Julia? Ja, die beiden waren früher mal total ineinander verschossen. Und seitdem sie wissen, dass sie Geschwister sind, tun sie so, als ob nichts mehr wäre. Aber ach, jede Wette, da läuft immer noch was. Nanu, bist du auf Geschäftsreise? Nein, heute ist doch mein freier Tag. Ich fahre nach Friedenau und bringe ein paar Sachen zurück, die ich nicht mehr brauche. Und ausreiten wollte ich. Ich freue mich so, Foxy zu sehen. Na, Christoph wird sich aber auch freuen, dass du ihn mal wieder besuchst. Ja, natürlich. Ich gehe nach dem Reiten mit dem Essen, also wartet mich auf dich. Mal bist du nicht noch richtig frühstücken? Kein Hunger. Tschüss. Tschüss, Julian. Viel Spaß. Danke. Tja, die einen gehen reiten und die anderen müssen ins Büro. Oder soll ich dich heute wieder beim Babysitten vertreten? Warum nicht? Ich finde, du machst deine Sache ganz gut. Hat Susanne für dich das Babysitten übernommen? Ja, nur eine halbe Stunde. Dann kam schon die Mutter und hat mich erlöst. Also bis später, Paps, ne? Wenn jemand anruft, ich bin ab 11 im Büro. Ja. Mir ging es gestern nicht so gut. Da habe ich Susanne gefragt, ob sie sich nicht kurz um das Baby kümmern kann. Du, wenn man so eine Aufgabe übernimmt, dann muss man das aber auch gewissenhaft tun. Du hattest die Verantwortung für das Kind. Und die kann man nicht einfach so abgeben, nur weil einem mal nicht so gut ist, oder was? Ja, ich weiß. Kommt auch nicht wieder vor. Lass sie doch. War doch nur für eine halbe Stunde, sonst kümmert sie sich doch vorbildlich. Ach, du kümmer dich mal lieber um deine Geschäfte mit Clarissa. Die sind dir doch sonst auch wichtiger als das, was hier zu Hause passiert. Hier, ein kleiner Muntermacher. Ich brauche keinen Kaffee, ich brauche meine Ruhe. Wie oft soll ich das noch sagen? Außerdem haben wir noch was zu besprechen. Ich muss arbeiten. Es dauert nur 2 Minuten. Und es lohnt sich für dich. Der nächste, bitte. Störe ich? Ich wollte nur wissen, ob der Pferdetransport zur Rennbahn unterwegs ist.
Alles längst erledigt. Astor ist in Topform. Er wird das Rennen bestimmt gewinnen. Na, hoffentlich. Naja, der Jockey ist ein erfahrener Mann und auf feuchtem Boden hat Astor noch jedes andere Pferd geschlagen. Da kann gar nichts schiefgehen. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie das Pferd so gut vorbereitet haben. Na, Henning, wirst du auch zur Rennbahn gehen? Ich kann nicht, ich muss lernen. Ich versuch's wenigstens. Du wirst ja richtig vernünftig. Ich habe eigentlich auch überhaupt keine Lust, den ganzen Tag auf der Rennbahn zu stehen. Na nu, normalerweise siehst du dir doch jedes Rennen an, bei dem eins deiner Pferde am Start steht. Normalerweise. Ja, na gut. Ja, was wollte ich eigentlich? Irgendwas wollte ich doch. Ach so, ja, die Tür. Was ist mit dem los? Ist doch egal. Hauptsache, Astor gewinnt das Rennen. Mit etwas Glück wird er sogar unser zweiter Icarus. Und wir machen jede Menge Geld. Naja, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Als haushoher Favorit hat Astor eine schlechte Wettquote. Das bedeutet, dass es sich eigentlich nicht lohnt, auf ihn zu setzen. Denn wenn er gewinnt, bekommt man kaum mehr als den Einsatz zurück. Na, und das soll uns jede Menge Geld bringen? Stell dir doch mal vor, es verbreitet sich das Gerücht, dass Astor in schlechter Form ist, weil ihn zum Beispiel ein Hufgeschwür behindert. Dann wird er zum Außenseiter, die Wettquote steigt. Ah, und derjenige, der so dumm war, auf ihn zu setzen, kassiert ordentlich ab. Aber wer sollte ein so böses Gerücht verbreiten? Ja, Walter. Verena mit Vornamen. Die genaue Adresse habe ich leider nicht. Ja, danke. Ich warte. 3 Verena Walter in Koblenz? Auch das noch. Gut, geben Sie mir bitte alle Nummern. Ja. Jo. Ja, danke, ich habe alles. Wiederhören. Warum strahlst du so? Gibt's was zu feiern? Ich komme gerade aus dem Büro. Wir haben endlich rausgekriegt, wie man den Kettenstoff vernähen kann. Das heißt, du kannst anfangen, die neue Kollektion zu entwerfen. Ja, super. Ah, ich freue mich schon auf Clarissas Gesicht, wenn sie merkt, was für eine Sensation Caradonna in dieser Saison zu bieten hat. Sowas gab's bei Linie Clarisse noch nie. Ach, schade, dass Stefan auf der Stoffmesse ist. Ich hätte ihm so gerne alles erzählt. Ich finde, du solltest mit niemandem darüber reden. Wenn deine Konkurrenten davon erfahren, dann war alles umsonst. Ach, Unsinn. Stefan ist mein Freund. Ich liebe ihn. Und ich vertraue ihm genauso wie dir. Das ist ja sehr nett. Aber jeder kann sich mal verplappern. Aber doch nicht Stefan. Er wird sich eher die Zunge abbeißen, als die neue Verarbeitungsmethode zu verraten. Trotzdem, je weniger Mitwisser es gibt, desto besser. Stefan ist doch kein Mitwisser. Er gehört praktisch zur Familie. Roberto gehörte auch zur Familie. Hast du schon vergessen, wie der dich enttäuscht hat? Aber das kannst du doch gar nicht vergleichen. Oh, mit Stefan habe ich endlich den Mann für mein Leben gefunden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Manchmal könnte ich platzen vor Glück. Du musst absolut dicht halten. Niemand darf erfahren, dass du es von mir hast. Hör zu, Kevin. Es geht um das Rennen heute. Genau, mit Astor. Aber er hat ein Hufgeschwür und starke Schmerzen. Ja, natürlich ist es unverantwortlich von dem Besitzer. Ich weiß, dass ich meinen Job riskiere. Aber das Tier tut mir leid. Hör zu, der Chef kommt. Ich muss Schluss machen. Und zu keinem Wort, ja? Bist du wahnsinnig? Was du da treibst, ist Geschäftsschädigung. Wieso denn? Das war nur ein Freund von mir. Ein Buchmacher. Ein Buchmacher? Dann weiß es in einer Stunde garantiert die ganze Branche. Das soll sie auch. Denn sobald sich herumgesprochen hat, dass Astor krank ist, steigen die Wettquoten zu unseren Gunsten. Naja, und Christoph? Christoph hat nichts zu verlieren. Die Siegerprämie bekommt er sowieso, wenn Astor gewinnt. Und wenn Astor verliert, ist Christophs guter Ruf völlig umsonst ruiniert und wir sind geliefert. Sag mal, willst du jetzt Geld verdienen oder nicht? Natürlich will ich Geld verdienen. Na also. Ja, aber schon wenn wir mitwetten wollen, brauchen wir Geld. Da mach dir mal keine Sorgen. Ich schmeiß mein Geld ja nicht für meine kleine Freundin zum Fenster raus. Ich heb's mir auch für die wichtigen Dinge im Leben. Ach, Tanja. Ich habe keine Zeit zum Diskutieren. Ich muss auf den Rennplatz, um uns reich zu machen. Ja, reich und unglücklich. Darf ich reinkommen? Klar. Hast du schon Feierabend? Mittagspause. Aber ich dachte, es wäre der richtige Zeitpunkt, um mit dir ungestört zu reden. Worüber denn? Ich wollte dir nur sagen, wenn es dir wieder mal nicht so gut geht und du jemanden brauchst, Das der... ist schon in Ordnung. Iris war zwar ein bisschen sauer, aber Arno hat mich verteidigt.
Was? Papst hat dich verteidigt? Wie kommt er denn dazu? Wahrscheinlich hat er Mitleid mit mir. Naja, offensichtlich merkt auch er, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Es hat was mit dem Baby zu tun, ne? Glaub mir, ich weiß, wie das ist, wenn man jemanden verliert, den man sehr gerne hat. Jede Nacht wache ich auf und fange an zu heulen. Ich auch. Nur, dass Oliver lebt und mit Sicherheit irgendwann wiederkommt. Du wirst auch noch mal ein Baby bekommen. Ja, toll. Und dann baue ich Scheiße und bekomm's wieder nicht. Du warst doch nicht schuld. Guck mal, sowas passiert. Dann passiert aber wieder was anderes. Was Schöneres. Das glaube ich ja überhaupt nicht. Träum ich oder was? Komm schon. So selten bin ich auch nicht auf Friedenau. Aber selten genug. Dann freuen sich alle mehr. Ja, Foxy würde sich auch freuen, wenn du ihn häufiger ausreiten würdest. Ja, das habe ich gemerkt. Er war ganz aufgeregt. Gott sei Dank war ich nicht im Gelände. Ihr hättet mich gerade über den Haufen gerannt. Um dich wär's ja nicht schade, ne? Wie geht's dir denn? Du weißt ja, schlechten Menschen geht es immer gut. So jung und schon so weise. Wie geht's bei dir? Ganz gut soweit. Und mit Alex? Wir verstehen uns prima. Er ist total süß. Ach ja? Ja, neulich hat er mir ein ganzes Glas mit riesen vielen Gummibärchen geschenkt. Da komme ich noch dran, wenn ich 60 bin. Ja, auf die Idee musst du erst mal kommen. Für Alex kein Problem. Und? Was macht Tanja? Die ist gerade auf der Rennbahn und betreut Astor. Und wenn sie nicht auf der Rennbahn ist? Naja, dann kümmert sie sich um die Pferde. Inzwischen hat sie schon fast zu Christoph rechten Hand gebracht. Da muss sie sich ja mächtig ins Zeug gelegt haben, dass sie das so schnell geschafft hat. Mhm, sie ist eben eine tolle Frau. Und? Bist du glücklich mit deiner tollen Frau? Ja, klar. Wieso fragst du? Oh, nur so. Ich meine, du mit Tanja und ich mit Alex. Können wir doch zufrieden sein, ne? Stimmt. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Ja, hast du recht. Da bin ich wieder. Gott, war das anstrengend. Ja doch, die Messe war sehr interessant. Es gab zwar keine Sensationen, aber Tausende von Leuten und stickige Luft. Geht's dir nicht gut? Lass mich, ich habe Kopfschmerzen. Entschuldigung. Darf man fragen, woher? Ich durfte mir gerade Barbaras Hymne über eure große Liebe anhören. Ein Wunder, dass ich nicht auch noch Ausschlag bekommen habe. Stefan, bist du das? Ja, ich bin eben angekommen. Komm schnell hoch, ich habe große Neuigkeiten. Ja, ich komme. Nicht so schnell. Was denn? Barbara will dir erzählen, wie das neue Material verarbeitet wird. Ja, und? Kein Wort zu Clarissa, ist das klar? Diesmal verrate ich nichts, ehrlich. Nur ein Wort. Und du kannst was erleben. Gero, ich bin kein Verbrecher. Nun lass mich doch los, das tut weh. Ich werde dir noch viel mehr wehtun, wenn du den Mund nicht hältst. Hast du mich verstanden? Ob du mich verstanden hast, will ich wissen. Ja. So, da bin ich. Ich hoffe, es ist was Wichtiges. Ich muss mit dir reden. Toll, und dafür bestellst du mich extra hierher? Hast du nichts Besseres zu tun, oder was? Ach so. Jetzt verstehe ich. Für Arno gibt's nichts mehr zu tun, dann machen wir eben ein bisschen BWL. Und wenn uns das zu langweilig wird, dann bestellen wir unseren Bruder hierher, weil der kann uns ja unterhalten. Ich will mit dir was besprechen. Ja, aber hätten wir das denn nicht am Telefon machen können? Nein, hätten wir nicht. Dann denk mal bitte an die Kohle, die mir durch die Lappen geht. Ich arbeite schließlich nicht für lau im Kiosk. Es gibt Wichtigeres als Geld. Für mich im Moment aber nicht. Es geht um Anna. Ja, das ist meine Sache und nicht deine. Ja? Dann kümmere dich gefälligst darum. Oder merkst du nicht, was mit dir los ist? Merkst du es oder merkst du es nicht? Ist sie doch selber schuld. Was redest du denn für einen Unsinn? Das Baby ist ihr egal. Du bist vielleicht ein Idiot. Die Sache mit dem Baby geht Anna genauso nahe wie dir. Ach nein.
Bei ihr ist in letzter Zeit einfach zu viel zusammengekommen. Da hat sie zugemacht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Anna hat schließlich in kürzester Zeit nicht nur ihr Baby, sondern auch ihre Eltern verloren. Ja, was kann ich denn dafür, wenn Hannelore nach Teneriffa abgehauen ist? Aber kannst du es nicht verstehen oder willst du es nicht verstehen? Hör mal gut zu, Florian. Wenn du so weitermachst, dann bist du nicht nur dein Baby los, sondern auch deine Freundin. Na, mein Alter, das tut gut, hm? Gleich mache ich dir noch die Mähne und die Hufe. Tanja, wie ist es gelaufen? Hat er gewonnen? Ja, hat er. Oh, super. Es lief alles wie geschmiert. Am Ende hatte er sogar 2 Längen Vorsprung. Und die Quote? 40:10. Aber den Rest erzähle ich dir später. Wie viel haben wir verdient? Ach, das erfährst du noch früh genug. Jedenfalls sehr viel. Und für jede Mark will ich einen Kuss. Machst du eigentlich irgendwas umsonst? Diese fiese kleine Schlampe. Hallo. Gero, bist du der neue Bierfahrer? Sieht man das? Na klar sieht man das. An deinem dicken Bauch und am Schaum vom Mund. Hm? Da habe ich den Bauch extra eingezogen, als ich reingekommen bin. Tja, aber du hast den Schaum nicht abgewischt. Kann ich denn irgendwas für dich tun, außer die Quittung zu unterschreiben? Ja, ich würde gerne mit Henning sprechen. Ach so, der ist in Friedenau, um zu büffeln. Es war ihm hier zu hektisch. Mist. Wieso? Was willst du denn von ihm? Ach, eigentlich nichts. Ja, hättest du ja auch vorher anrufen können, hm? Ja. Naja, um ehrlich zu sein, du weißt doch, dass wir uns verkracht haben, oder? Er ist ausgerastet, weil du schwul bist. Das trifft es ja wohl eher. Ja. Ich wollte einfach noch mal mit ihm drüber sprechen. Und wieso nochmal? Ist doch wieder alles okay, oder? Schön wär's. Was? Aber er hat sich doch bei dir entschuldigt. Dann sprechen wir 2 verschiedene Sprachen. Das hat er mir aber gesagt. Dann hat er gelogen. Ich hab's ihm zwar so einfach wie möglich gemacht, aber er hat keinen Ton rausgebracht. Oh, das gibt es nicht. Dieser Mistkerl. Mir steht's wirklich bis hier mit dem. Hi. Die Siegesfeier fängt erst in einer halben Stunde an, aber wenn du schon mal ein Glas willst. Was bist du für ein falsches Luder? Hinter dem Rücken von Jan machst du mit einem anderen rum? Du weißt, dass ich ihm das erzählen werde. Was ist los? Ich habe dich im Stall gesehen. Mit Henning. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du weißt genau, wovon ich rede. Ich habe gesehen, wie ihr euch geküsst habt. Spionierst du mir etwa nach? Das ist nicht nötig. Ihr treibt's ja in aller Öffentlichkeit, was ich widerlich finde. Du musst gerade reden, ja? Was du machst, ist ja wohl noch viel widerlicher. Jetzt weiß ich nicht, wovon du redest. Du würdest doch alle möglichen Lügen über mich verbreiten. Bloß weil du scharf auf Jan bist. Auf deinen eigenen Bruder. Das ist ja wohl das Allerletzte. Sieht ja heiß aus hier. Dann geht die Party los. Wenn du willst, sofort, mein Schatz.